Moin aus dem Wunderland. Wir nehmen euch heute mal wieder mit in die Speicherstadt. Wie ihr wisst, bauen wir die neu für den Hamburg-Abschnitt oben. Wenn ihr genau wissen wollt, warum und wieso, dann guckt ihr am besten nochmal das letzte Video an. Letztes Mal waren wir ja draußen unterwegs, haben uns so ein bisschen das in Natura quasi angeguckt, haben so ein bisschen festgestellt, was für Bilder wir transportieren wollen hier, wie wir das zusammenschieben können, dass das alles noch ein stimmiges quasi Ergebnis wird. Ja, aktuell sind wir in einer sehr schönen Phase, wo das alles so ein bisschen zusammenwächst, also wo die groben Planungsarbeiten quasi abgeschlossen sind, wo das hier alles ja quasi wächst und aus unseren Köpfen dann irgendwie dreidimensional wird. Das ist immer sehr schön, weil man dann nochmal überprüfen kann, ob das, was man sich da eigentlich so alles digital gedacht hat, dann auch in Wirklichkeit funktioniert und stimmt. Genau, wir haben relativ viele Baubilder, wie Tanja die Gebäude baut, die war ziemlich fleißig. Da wollen wir jetzt mal reingucken, dann nehmen wir euch mit und ja, lehnt euch zurück, genießt die Bilder und bis gleich. Ich habe das Wasserschloss und das Miniatur-Wunderland gezeichnet, gefräst und fertig gebaut. Die Fugen der Backsteine werden einzeln gestichelt und nachdem ich die Grundfarbe aufgetragen habe und mit Airbrush die Highlights gesetzt habe, habe ich mit einer verdünnten Hecki-Farbe die komplette Fassade angestrichen und oberflächlich wieder abgewischt, sodass die Farbe nur in den Fugen hängen geblieben ist und man so die Backsteinfugen gut sehen kann. Sowohl beim Wasserschloss als auch bei dem Miniatur-Wunderland sind einzelne Backsteine andersfarbig. Die musste ich dann einzeln abkleben, um dann nochmal mit Siebdruckfarbe darüber zu gehen. Vor allem beim Wasserschloss war das eine ganz schöne Arbeit, weil da jede zweite Backsteinreihe andersfarbig ist. Als ich das Wunderland angefangen habe zu zeichnen, war das meine Vorlage. So sah es draußen aus. Und wir wollten natürlich auch den Schriftzug haben. Und er sollte möglichst gerade sein. Deshalb haben wir uns überlegt, dass ich beim Fräsen schon Löcher in die Fassade mit einbohre und die Buchstaben Stifte hinten haben, dass wir die dann nur noch in die Löcher drücken müssen und wir uns gar keine großen Gedanken darüber machen müssen, ob es gerade wird oder nicht. Die Platte mit den Fassaden lag 3 Tage auf der Fräse. Ich habe sie runtergenommen, es war alles richtig. Und 2 Tage später kam ein Kollege und meinte, du, die ändern gerade den Schriftzug. Das heißt, ich musste alle Löcher wieder zumachen, die Fassade neu auf die Fräse legen, um dann den richtigen Schriftzug anzubringen.
Im letzten Video habt ihr gesehen, wie die Unterkonstruktion so langsam Form angenommen hat, das heißt Bodenbelege, Kaimauern. Mittlerweile sind da ein paar Gebäude dazugekommen. Zum einen das Wasserschloss, das war so das erste, was wir fertig hatten, das hat die Tanja gebaut. Genau, und dann sind wir natürlich dazugekommen, das Miniatur Wunderland und natürlich der Speicher gegenüber, wo wir jetzt natürlich die wunderbare Brücke haben. Natürlich müssen wir ein bisschen tricksen, es ist ja immer so ein bisschen Platznot im Wunderland, das wisst ihr ja alle. Und da müssen wir so ein bisschen gucken, dass wir das, was wir darstellen wollen, auf möglichst kleinem Raum so ein bisschen zusammenkriegen. Zum Beispiel die Fassade hier, die wäre jetzt nicht an dem Speicher, wo Julbi drüben ist, also wo die Brücke rüberführt, sondern der ist halt gegenüber vom Wasserschloss. Wir möchten natürlich gerne, dass man von vorne guckt, also von der Hauptsichtseite, von dem Motiv, was wir eigentlich darstellen wollen, dass man da die passende Fassade hinter dem Wasserschloss sieht. Und so führt sich das fort. Also zum Beispiel dieses Gebäude, das hat Tino gerade drüben, das passt dann wieder zu dem zusammen. Aber eigentlich stehen die in der echten Speicherstadt wesentlich weiter vorne. Aber von dieser Seite stimmt dann wieder das Motiv. Und das sind so Tricks, die wir hier gemacht haben. Man muss aber auch dazu sagen, in der Speicherstadt, das bietet sich alles ganz gut an, das so ein bisschen zusammenzuschieben. Und das passt dann auch logisch. Also diese beiden Brücken zum Beispiel hier vorne, die sind auch nicht die Brücken, die wir hier vorne vom Wunderland haben, also die zu dieser Fassade passen, aber die passen zu dem Fotomotiv. Das handelt sich da also um andere Brücken, die passen aber aus der Hauptsichtachse. Von dieser Seite haben wir natürlich dann später da noch den Speicher, der auch in echt neben dem Wunderland steht. Das passt dann also auch wieder. So haben wir das alles so ein bisschen zusammen arrangiert, dass wir ja auf möglichst kleinem Platz möglichst viel von der Speicherstadt so darstellen können. Und ganz gespannt bin ich dann nachher natürlich auf die Beleuchtung, weil die ist ein wesentlicher Bestandteil, weil dieses Fotomotiv auch gerne nachts gemacht wird. Ja, die Speicherstadt an sich ist relativ spektakulär ausgeleuchtet. Das versuchen wir natürlich auch genauso gut darzustellen. Das kommt jetzt im nächsten Schritt. Also wenn die Gebäude durch sind, dann gehen die rüber in die E-Ecke. Und ja, dann wird das ausgeleuchtet, bin ich sehr gespannt drauf. Ja, ihr Lieben, ihr habt jetzt gesehen, was wir hier so in der Zwischenzeit geschafft haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht wird dann auch schon beleuchtet, das werden wir sehen. Erstmal wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Oh, jetzt geht das nicht so gut hier. Scheiße.